Wir sind wieder zurück und wir sind am Samstag und zwar dem Showday der Pittsburgh Pro. Wir haben es mittlerweile 14 Uhr. Wir waren heute Morgen beim Prejudging am Start von der Classic Physik. Bringt einem immer so ein bisschen ja, selber die Geilheit auf Bühne, aber da sehen wir mich auch später. Zwar nicht mit ganz so wenig Körperfett wie sonst, aber wird auf jeden Fall auch wild. Aber es ist ein normaler Day in der Office, wie die Amis sagen würden. Ein normaler Tag auf der Arbeit. Deswegen müssen wir auch den Job heute erledigen. Und jetzt wird erstmal eine knackige Brust-Trizeps-Session geballert. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch ans Video von gestern erinnern, beziehungsweise ein letztes Video. Da hat uns irgendein Athlet versprochen, heute auch aufzukreuzen, aber der hat dann kurzfristig abgesagt. Den haben wir am Start. Die Frau, auf die man sich immer verlassen kann. Meine Alice. Und deswegen, ja. Alter, heute wird Brust geballert. Nee, ich mach heute nur Schultern, Bauch, Trizeps. Wir sind heute auch im coolen Studio heute. Warehouse Gym. In Pittsburgh gibt es brutal viele Studios. Hat einen geilen Oldschool-Vibe, eine geile Atmosphäre. Und deswegen nehmen wir die Bude jetzt hier auseinander, bevor es später auf die Bühne geht. Mir wieder 2 Scoops Grizzly Punch gegönnt. Gestern konnten Alice und ich erst spät einschlafen, aber das Workout war dafür gut. Heute haben wir es ein bisschen früher, deswegen wird jetzt eine geile Session abgerissen und dann schauen wir weiter. I'm going home now. What the fuck? You're the dad now, all the sleepless nights. Yeah, good to see you. I hear you're like 300 pounds now. Thank you, sir. So appreciate it. Is Alicia here, my best friend? Yeah, of course. But she's mad. Why is she mad? No bum energies for it. I told you to send it. Yeah. Good to see you. So I thought I'm smart, going to an empty gym, getting some training in because nobody wanted to train. Look who's here working out. That's how we become 5 times Olympia champ, huh? Jetzt haben wir Chris gesehen. Jetzt ist die Motivation auf jeden Fall noch höher, das Gas zu geben, Alter. Leck mich doch am Sack. 200 Kilo, Alter. Von Druck. Herrlich. Komm, push. Hier kann man sich sogar an der Leiter kopfüber festschnallen und dann seine Bauchübung machen. Werde ich heute auf jeden Fall nicht machen, falls ihr euch das gefragt habt. Wir machen jetzt Dips hier. Wir geben Gas, Alter. Herrlich. Steht heute Abend erst Guest-Posing auf Plan. Ja. Hast du die letzten Tage irgendwas dafür abgestimmt, ernährungstechnisch? Oder jetzt einfach so rein da? Eigentlich schon einfach so rein da. Aber ich habe schon geguckt, dass ich sauber gegessen habe. Gut, an der Flughafen-Lounge wurde sich dann doch das eine oder andere noch zusätzlich gegönnt. Aber nee, bin auch mit der Form recht zufrieden. Ist zwar jetzt eine coole Sache da beim Guest-Posing, aber wie wir alle wissen, wo es am Ende drauf ankommt, ist am Tag X auf der Bühne. Und da wisst ihr ja, wenn ihr die Videos verfolgt, wie krass das ist. Manchmal zwischen Minuten und Stunden, was da passieren kann mit der Form. Deswegen ist es halt geil für die Zuschauer jetzt heute, für die Leute, die den Sport feiern. Aber entschieden wird am Ende auf der Bühne. In dem Aufbau bin ich nicht super schwer. Also das habe ich jetzt 113 Kilo so ungefähr. Also sind genau 10 Kilo über Wettkampf. Da hatte ich auch schon Off-Seasons mit
knapp 130. Versuche eben die Muskelreife, die Density zu verbessern. Und solange ich progressiv und schwer trainiere, funktioniert das Ganze auch. Er ist auch recht viel, also 4.500 Kalorien jetzt. Und wenn man halt clean ist, passt sich der Stoffwechsel an. Und dann muss ich am Ende in der Diät nicht mehr ganz so weit runter. So ernst wie jetzt habe ich das Ganze ja eigentlich noch nie genommen. Also jetzt ist wirklich jeder Tag, auch wenn ich auf Reisen bin, alles on track. Ich glaube, du merkst es auch so. Auch trainingstechnisch bin ich da ja nicht mehr wie damals. Ich habe zwar immer dann hart trainiert, aber jetzt ist einfach alles professioneller. MVP. Die Frau, Alter. Kann kommen, wer will. Solange die meinen Rücken hat, ist alles gut. Für dich noch eine. Auf geht's. Nicht ablösen. Ja. Oh. I'm coming for you, Chris Bumstead. Always do one more. Always one more. That's the champs doing. That's the right mentality you need to have into business, into your relationships. I mean, yeah, the sport brought me everything, so I love it, and you also should give it a try. Was macht das mit dir, Chris, jetzt hier mit so einem Team um sich zu sehen? Beziehungsweise wurdest du jetzt auch mit integriert? Ja, ich wollte gerade sagen, ich wurde mit in den Kessel geworfen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon einer, der gönnt. Also ich gönne, Klammer auf, jedem, der auch wirklich Arbeit reinsteckt und sich den Arsch aufreißt. Und du wirst nicht 5-mal Olympia-Champ, wenn du nicht die Arbeit reinsteckst an irgendeinem Punkt und dir den Arsch aufreißt. Deswegen finde ich es geil. Ich weiß gar nicht, ob man es droppen darf, für was die drehen, aber für eine etwas größere Dokumentation. Das finde ich auch geil, weil ich liebe jeden und alles, der den Sport irgendwo größer macht. Den geilen Sport, ja wirklich an den Menschen ranbringt, den näher führt, den zeigt, wie cool der und facettenreich der ganze Sport doch ist. Und deswegen finde ich es absolut geil. Mich motiviert es aber auch gleichzeitig jetzt, den da zu sehen, und reißt mir umso mehr den Arsch auf. Ich meine, es wäre halt schon ein Fest, im Oktober da das Zepter aus seiner Hand zu reißen. Dafür muss aber viel gearbeitet werden, und bevor jetzt irgendjemand kommt mit das packt man nicht, dies, das. In meinem Kopf ist sowas nicht drin. Ich weiß nicht, das soll auch nicht arrogant sein und so, aber fühlt euch einfach mal in euch selber rein. Ihr macht irgendwas, lasst es mal nur ein Jahr sein, nicht jetzt wie bei mir über 10 Jahre, aber dann habt ihr einen Wettkampf oder ein Turnier oder irgendwie sonst was. Ihr wollt gewinnen, ihr wollt ja das Beste rausholen, und das ist auch mein Anspruch. Und ich lese es ab und zu in den Comments bei mir, das sagen ein paar Ehrenmänner richtig, wie blöd wäre es jetzt, mich da vorzubereiten, dafür, dass ich nicht Erster werden will. Und das ist fest manifestiert in meinem Kopf. Ich werde den Titel nach Deutschland holen, und ich werde der erste deutsche Mr. Olympia. Und wenn ich dem nicht hinterher eifer und Gas gebe, dann, also wer soll es dann machen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist so mein Denken, soll nicht überheblich sein oder sonst was, aber hätte ich das nicht im Kopf, würde ich nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, würde mein Cardio machen, würde mir meine Monster Mash reinfressen und würde jeden Tag Eisen bewegen. Und deswegen ist das richtige Mindset, und das wird mich ans Ziel bringen. Und euch da draußen auch, wenn ihr euch was festsetzt. Das ist krass. Hier mein Kameramann, wir hatten es gerade auch davon. Hätte man vor 2 Jahren gedacht, dass er jetzt mit das ist ein bisschen bekannteres Videoteam, was Chris da am Start hat, von denen du tatsächlich auch lernst. Also wer hätte gedacht, dass 2 Jahre später du da irgendwie mit denen auf easy im Gym schnackst und sich dann mit denen austauscht.
Deswegen. Alles hat seinen Sinn. 100% und genauso ist Wenn es man auch. was dafür gibt. So. Ja, genauso ist es auch bei einem Chris und mir. Ich meine, ich habe ihn verfolgt, da habe ich mit dem Sport nicht gerade angefangen, aber war noch nicht mal Profi und so. Und jetzt stehe ich neben dem auf der Bühne, also alles ist möglich. Auch der nächste Satz jetzt zum Beispiel. Come on. Ist geknattert. Okay. Die war wichtig. Einfach mit Alice gegen den Rest der Welt. Ich geh mal dahin zu dem und sag dem ein paar einschüchternde Sachen. Was ist denn mit deiner Brust passiert? Mindgames fangen jetzt schon an. So bin ich nicht. Wir waren in Phoenix beim Olympiadreh. Abends wurden wir eingeladen zum Dinner und so. Sitzt auch Chris da. Alice setzt sich gegenüber. Sagt, Junge, du bist ja überschmal geworden. Haut einfach straight zu dem. Und der war richtig so, was? Das hat der, da hat er nachts noch dran geglaubt. Das kannst du mir glauben. Heute noch wahrscheinlich. Heute noch. Die Motivation. So kann man es auch machen. Jetzt nochmal eine Trizepsübung. Normal wisst ihr, mache ich mein Favorite, die Hit the X. Aber hier gibt es keinen dualen Kabel. Deswegen machen wir es einfach einzeln am Kabel. Auch eine gute Möglichkeit. Und ihr seht, wenn ich seitlich stehe, gehe ich nicht nur hier runter, sondern ich bringe den Arm auch ein bisschen nach hinten. Das müsst ihr mal ausprobieren. Jetzt, wenn ihr am Handy oder vom PC sitzt oder gerade auf dem Scheißhaus seid. Ich weiß doch, wie es ist. Streckt mal den Arm aus und geht mal nach hinten. Ihr merkt gleich, wie der Trizeps mehr Spannung gibt und besser kontrahiert. Deswegen ja, knall ich das so durch und mache dann, glaube ich, noch einen Rest-Pause-Satz mit beiden Armen. This night we're gonna do the waves. Of course you are. Yeah. I want to put my daughter in gymnastics. Yeah, that's great. So, yeah. It helps a lot. You need to be the active dad. That's so important. But you know what I get? It's only the dad talk with Chris, and I'm too fucking young for this. So ready. We have so many girls from Germany following you, and they love your physique. So if you guys and girls especially want to see a workout together with this champ here, comment down below. Let's fucking go. And give the body part too that you want to see. Yeah. You're probably gonna say glutes, but Hashtag booty gain. So what? Leute, den Look kennt ihr doch hier. Wir sind wieder in unserer feinen Behausung. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier Post-Workout am Start, denn jetzt muss noch gegessen werden. Denn gleich geht schon direkt rüber zur Veranstaltungshalle und dann zum Guest-Posing. Aber wie immer gibt es nach dem Training gutes Sour Power Daily ins System. Nach dem Training auf jeden Fall, um die Speicher voll zu machen. Unter anderem auch Glutamin zuzuführen, was der Kohlenhydrataufnahme hilft. Gibt es 25 Gramm Daily auf euch. Und dann
haben wir natürlich noch den Reispudding vorbereitet. Und dann, ja, sehen wir uns gleich bei der Halle wieder zum Guest-Posing. Ich bin auf jeden Fall gespannt und es wird auf jeden Fall wild. Bis gleich. Here we are. Jetzt geht's los, Alter. Alicia ist auch dabei. Alicia Freust dich aufs Guest-Posen? Klar. Special Invite hat die noch bekommen. Nee, aber wir ja, gehen jetzt rein, schauen noch ein bisschen, was die Show bringt. Und dann werden wir gucken, dass Chris und Ramon mir auch auf die Bühne folgen und mal ihre Hüllen fallen lassen. Kann da nicht als einziges Classic-Typ stehen, Alter. Das ist klar. Mit ihr vorab, die werden nicht die Hüllen fallen. Wenn du ein Bodybuilder bist, dann ziehst du dich auch aus, gefälligst. Meine Meinung. Zeig mal kurz die Streifen. Ja. Zeige ich dir gleich auf der Bühne. Zeige ich euch gleich. Aber ja, gehen wir rein. That was a nice speech. Give him a big hand for it. But since we are here in Pittsburgh, and that's a bodybuilding show, I think they want to see the 5-time champ without a shirt or not. I'm ready. Ramon, let's go. I know you can do a speech, so come on. The challenge is on from these guys. Here comes up. Here comes up. Here comes up. Y'all really want it like, yeah. Here comes up. Here comes up. Here comes up. Ladies and gentlemen, give it up for Urs Kalasinski and Ramon Vino. The top 2 challengers in the world at Chris Bumstead. Can they take them out? So I think it builds up in my heart on the dirty like blood. So I got no twist in my head, but I'm still dreadful. And I got to keep the bed, so I go to bed full. I'm in it to win it, I'm all in. I might call you my cousin, your blood, but we ain't kidding. You think the jumping niggas, let's think again in the dirty. I'm the type of man that might Guys, look like they're in shape already. They still got 6 months to go. All right, thank you guys. We got some gift packs for you, courtesy of our good friends from Wolfpack. We got some actual heads-on competition with your Olympic. Side chest. Steve, how's these classic guys doing? They holding their own up here? They're doing wonderful. Back double bicep. Back lat spread. Was geht hier ab, Alter? Pittsburgh Postdown. Geiles Guest-Posing abgerissen. Und wir haben wieder einen neuen Backpack. Janik, möchtest du einen? Janik? Ich würde nicht Nein sagen. Ja, Echt? dann bist du jetzt stolzer Besitzer eines neuen Rucksacks Mit hier. IFBB Pro. Und ja, den muss ich dir entwenden, weil so weit sind wir noch nicht. Aber ja, Mann, ey. Ich arbeite dran. Leute, war krass. Hat richtig Spaß gemacht mit den Boys und Girls, wollte ich schon sagen, aber mit den Boys auf der Bühne. Ich hoffe, ihr hattet geile Impressionen. Hier ging auf jeden Fall die Post ab in Pittsburgh, aber für uns geht's morgen dann schon weiter. Nächster Stop kommt. Und wo geht's hin, Baby? New York City, Baby. Da werden wir uns wiedersehen.
In diesem Sinne verabschieden wir uns aus Pittsburgh hier von der Pittsburgh Pro. Schicken euch auf jeden Fall geile Bodybuilding-Unterhaltung nach Deutschland. Das Ganze könnt ihr wie immer unterstützen. Auch Alice ist noch bei More. Also, sagst du das jetzt so? Ja, weil das letzte Mal eine More-Story vor 3 Monaten oder so kam. Aber könnt ihr Alice mit Code Alice natürlich dort unterstützen. Ihr könnt uns direkt im Miracle Wear Shop unterstützen, indem ihr da stabile Pump-Cover wie das erwerbt. Oder ihr wisst, Code Polacco bei ESN. In diesem Sinne, bis nach New York. Da kommt der Bob Ciccirillo auch, deswegen gehen wir jetzt mal lieber trainieren. Macht's gut. Start spreading the news.